Was sind denn eigentlich aktuelle Zukunftsvisionen? Wo geht die Reise der Menschheit hin? Was sind aktuelle Sehnsuchtsorte? Ich glaube, der Mond ist der Sehnsuchtsort des 20. und 21. Jahrhunderts schlechthin. In den 1960er Jahren gab es das sogenannte Space Age, also quasi eine Zeit, in der es eine riesige Weltraumbegeisterung gegeben hat, in der Popkultur und Wissenschaft ineinander gegriffen haben und das dann schließlich auch mit der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond am 20. Juli 1969 geendet hat. Hier in diesem Space Age gehen eben Science und Fiction, Literatur und Wissenschaft eben auch Hand in Hand. Das sieht man zum Beispiel an Perry Rhodan. Das ist eine Heftromanserie, von der seit 1961 jede Woche ein neuer Roman herauskommt und der die erste Mondlandung schon auch vorwegnimmt. Auch das berühmte NASA-Foto Earthrise, also quasi der Aufgang der Erde über dem Mondhorizont, nimmt Perry Rhodan schon im ersten Cover des ersten Heftromans vorweg. Was man in den 60er Jahren feststellen kann, ist eben eine starke Technologiegläubigkeit, dass die Hoffnung auf Technologie und auch auf den Ausgriff ins Weltall gerichtet wird, dass man alle Menschen zu einem guten Leben führen kann, dass man Probleme wie Armut und Hunger überwinden kann durch Technologie und auch durch die Besiedlung anderer Planeten. Auch heute rücken ja angesichts des Klimawandels zum Beispiel Fragen, wie könnten wir auf den Mond übersiedeln oder auf dem Mars Kolonien errichten, rücken ja auch wieder in den Fokus aktueller Weltraummissionen. Ist das eine zeitgemäße Vision? Ist das heute realistisch? Ist es überhaupt wünschenswert, in der Kraterlandschaft wie auf dem Mond zu leben und zu versuchen, die irgendwie so zu transformieren, dass wir da ein gutes Leben haben können? Und da machen wir wieder den Rückgriff auf die Erde, indem wir schauen, was müssten wir eigentlich hier auf der Erde machen? Warum sollten wir zum Mond reisen, wenn wir doch auf der Erde gerade viel Wichtigeres anpacken müssen? Da bietet auch die aktuelle Science Fiction wieder Anknüpfungspunkte, wieder positive Zukunftsvisionen, zum Beispiel in dem Genre Solarpunk, dass positive Zukunftsvisionen basierend auf grüner Energie, auf Solarenergie und nachhaltiger Technologie hier auf der Erde entwirft. Wir wollen hier das Thema aufgreifen, dass das eigentliche Zeitalter der Migration ja allen Prognosen nach gerade erst begonnen hat, gerade auch wenn man sich den Klimawandel anschaut, der in Zukunft eine wesentliche Triebfeder für Migration sein wird, das auch jetzt schon ist.